Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Also, heute reden wir mal ganz locker darüber, wie man sich auf Deutsch vorstellt. Das klingt easy, aber in echt ist man oft nervös. Kenn ich total. Ja, genau. Viele von euch ziehen ja vielleicht nach Deutschland oder starten einen neuen Job und dann fragt man sich, was sage ich, wie fange ich an? Wir machen das heute ganz entspannt mit Beispielen und kleinen Tipps. Ich habe neulich so einen Thread gelesen von Leuten, die in ein neues Haus ziehen. Viele fragen, ist es komisch, wenn ich bei Nachbarn klingele? Gerade Leute aus den USA denken oft, sie sind vielleicht zu freundlich. Ich würde sagen, es geht, aber keep it simple. Ganz einfach halten. Sich vorstellen heißt einfach, du sagst, wer du bist. Also sowas wie, hallo, ich bin Julia, ich bin neu hier. Fertig ist oft schon gut genug. Genau. Und du kannst auch sagen, ich heiße Tim. Oder mein Name ist Tim. Dann vielleicht noch, ich komme aus Spanien. Oder ich wohne im 3. Stock. Mehr muss nicht sein. Kleine Sache dazu, du oder sie. Am Anfang ist sie oft besser, besonders im Haus oder im Amt. Das nennt man Anrede, also wie man eine Person anspricht. Du merkst schnell, ob die andere Person du sagt oder lieber sie bleibt. Ein Freund von mir, er kommt aus den USA, hat mal Bananenbrot mitgebracht und bei 2 Nachbarn geklingelt. Die waren erst überrascht, aber dann sehr freundlich. Kurzes Gespräch, fertig und später hat man sich im Treppenhaus gegrüßt. Ja, so ein kleines Gebäck oder ein paar Kekse sind nett, müssen aber nicht sein. Und Nachbar, das Wort, heißt einfach die Person, die neben dir oder im gleichen Haus wohnt. Ein Lächeln und 2 Sätze reichen oft. Kein Stress. Viele haben Angst zu sprechen, weil das Deutsch noch nicht so gut ist. Voll normal. Du kannst vorher üben mit einer Sprachpartnerin oder mit einem Chatbot. Und im Gespräch sag ruhig Entschuldigung, mein Deutsch ist noch nicht so gut. Oder können Sie das bitte wiederholen? Und ganz einfach, langsamer bitte. Das hilft total. Ich sage auch gern, ich lerne noch Deutsch. Danke für Ihre Geduld. Das ist höflich und ehrlich. Noch was Körperliches, also Gesten. In Deutschland gibt's selten Umarmungen mit Fremden. Ein kleines Nicken, ein Lächeln, vielleicht ein Händedruck, wenn's passt. Abstand ist okay, niemand ist böse. Und dies ein bisschen die Stimmung, weißt du? Wenn die Person es eilig hat, mach's kurz. Wenn sie offen wirkt, kannst du noch einen kleinen Satz sagen wie ich arbeite hier um die Ecke, aber nicht zu viel auf einmal. Kurzes Beispiel für Nachbarn. Hallo, ich bin Tim, ich bin neu im Haus. Ich wohne im 3. Stock, Wohnung 12. Freut mich, das ist wirklich genug für den Anfang. Und für den Job, guten Morgen. Ich bin Julia, die neue Kollegin im Marketing. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wenn das zu lang ist, reicht auch hallo, ich bin Julia, neu im Team, ganz entspannt. Ach so, und falls ihr euch fragt, freut mich heißt so viel wie ich bin froh, dich oder sie kennenzulernen. Das ist total üblich. Klingt freundlich, aber nicht zu viel. Thema Duzen und Siezen noch kurz. Mit älteren Personen oder im Büro sagt man oft sie. Jüngere Leute, Nachbarn in deinem Alter, manchmal eher du, aber warte ein bisschen. Du kannst auch fragen, wollen wir du sagen? Namen sind auch so ein Ding. Du kannst fragen, wie heißt du oder wie heißen sie? Wenn dein Name schwer ist, buchstabiere ihn, ich buchstabiere TM oder das schreibt man TM. Kleine Folgefragen sind gut, aber nicht zu viele. Zum Beispiel, woher kommst du? Seit wann wohnst du hier? Und wenn du die Antwort nicht verstehst, sag einfach, Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Hobbys sind super für Smalltalk. Du kannst sagen, ich koche gern oder ich spiele gern Fußball. Gern heißt einfach, dass du es magst. Das ist kurz und gibt ein Thema. Beruflich kannst du sagen, ich arbeite als Ingenieurin oder ich arbeite bei einer Bäckerei. Als zeigt, was du machst und bei Zeit, wo du arbeitest. Total simpel. Ich habe mal gelesen, jemand hat Brötchen mit Brot verwechselt und lustige Blicke geerntet. Passiert. Dann lachst du kurz und fragst, meinen Sie Brötchen? Die meisten Leute sind geduldig, wirklich. Ich habe auch mal gesagt, ich bin heiß, statt mir ist heiß. Riesenlacher, aber alle waren nett. Fehler sind okay, sie machen dich sympathisch. Hauptsache, du bleibst freundlich. Zur Frage, klingeln bei allen Nachbarn? Ja oder nein? In Deutschland ist das eher selten. Besser, man trifft sich im Flur, im Hof, im Fahrradkeller und sagt kurz Hallo. Oder man hängt eine kleine Notiz ans schwarze Brett, wenn es eins gibt. Eine kleine Karte im Briefkasten geht auch. Sowas wie, hallo, ich bin Julia, neu im Haus, Wohnung 3b. Wenn etwas ist, Sie erreichen mich unter. Das ist kurz, höflich und nicht zu direkt. Wenn du doch klingelst, dann zu einer guten Zeit, nicht zu spät oder zu früh. Und nur 2, 3 Sätze. Du kannst auch sagen, ich will sie nicht aufhalten. Das zeigt Respekt und macht's leicht, das Gespräch zu beenden.
Mitbringen kann man, muss man nicht. Wenn du unsicher bist wegen Allergien, nimm lieber nichts Essbares. Ein Lächeln reicht. Wirklich, keep it simple. Einfach halten. Lass uns kurz einen Mini-Dialog üben, ja? Stell dir vor, ich bin der Nachbar und du bist neu. Du sagst Hallo, ich bin Julia, ich bin neu im Haus. Und ich sag dann Hallo, willkommen. Wo wohnen Sie? Dann sage ich im 3. Stock, gleich rechts. Und du vielleicht, gut zu wissen. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich antworte, danke, das ist sehr nett, schönen Tag noch. Zweites Mini-Beispiel Arbeitsplatz. Ich sag Guten Morgen, ich bin Tim, der neue Kollege. Du antwortest Hallo Tim, willkommen im Team. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Kanada und ich freue mich auf die Arbeit hier. Und dann vielleicht noch, wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Ich, danke, sehr freundlich. So kurz kann das sein. Keine großen Reden, nur kleine, klare Sätze. Wenn du jemanden ansprichst, fang ruhig mit Entschuldigung an. Zum Beispiel, Entschuldigung, haben Sie eine Minute? Das ist höflich und macht den Start leichter. Dann direkt dein kurzer Satz. Zum Beenden sind Sätze wie, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Oder bis später, tschüss. Das klingt freundlich, aber nicht aufdringlich. Perfekt für den Alltag. Und hey, wenn du den Namen vergisst, kein Drama. Sag einfach, entschuldige, wie heißt du nochmal? Oder wie war nochmal Ihr Name? Das ist ehrlich und besser als so zu tun, als ob du es weißt. Üben hilft natürlich. Stell dich vor den Spiegel und sag deinen Text laut. Oder nimm dich kurz mit dem Handy auf. So hörst du, ob es flüssig klingt, also ob es gut läuft beim Sprechen. Du kannst auch mit Freunden Rollenspiele machen. Einer ist die Nachbarin, der andere ist du. 2 Minuten, fertig. Danach fühlst du dich schon sicherer. Wenn du unsicher bist, atme kurz ein und aus, langsam. Dann sag nur 2 Sätze. Das reicht für den ersten Kontakt. Später kannst du mehr reden. Noch ein paar nützliche Sätze, ganz fix, ich bin neu hier. Ich bin seit 2 Wochen in Deutschland. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Das sind kleine Bausteine, die du mischen kannst. Und zum Verständnis, können Sie das erklären? Was bedeutet das? Bedeutet heißt so viel wie, was ist die Bedeutung? Also, du fragst nach dem Sinn von einem Wort. Wenn du höflich bleiben willst, nutz bitte und danke oft. Zum Beispiel, könnten Sie mir helfen, bitte? Danke Ihnen, das wirkt freundlich und macht einen super ersten Eindruck. Und Lächeln nicht vergessen, Das ist international. Es nimmt Spannung raus und zeigt, ich komme in Frieden, auch wenn die Worte noch nicht perfekt sind. Okay, fassen wir kurz zusammen. Einfach vorstellen. Name, vielleicht woher du kommst, wo du wohnst, ein Hobby oder der Job. Lies die Reaktion und mach's nicht zu lang. Und keine Angst vor kleinen Fehlern. Genau. Und wenn du magst, übe die 2, 3 Sätze heute noch einmal. Schreib sie dir auf und sag sie laut. Morgen klingen sie schon viel natürlicher, versprochen. So, das war's für heute. Wenn dir das geholfen hat, like gern das Video und abonniere unseren Kanal. Das hilft uns echt weiter. Danke euch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreib uns gerne in die Kommentare, wie du dich vorstellst oder was schwierig ist. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.